Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ja, ich sitze bei uns oben im Wohnzimmer im Dachgeschoss. Es ist Anfang Januar, erste Januarwoche und ich möchte die Gelegenheit beim Schopfe packen, euch heute eine Pfeife vorzustellen, die ich mir zu meinem Weihnachtsgeschenk 2023 gemacht hatte. Und zwar ist es eine Pfeife vom folgenden Pfeifenmacher. Jawohl, es geht um nichts Geringeres als um eine Pfeife von dem berühmten deutschen Pfeifenmacher Holmer Knutzen. Holmer Knutzen wird vielen von euch vermutlich ein Begriff sein als ein Pfeifenmacher, der seine Werkstatt in Lauenburg hat, im Gebäude von Daan Tobacco, wo ja auch früher Daan-Pipe mit drin war. Und Holmer Knutzen stellt ja auch schon seit vielen Jahren Pfeifen her, hat auch früher Pfeifenreparaturen für Daan-Pipe erledigt, aber konzentriert sich seit einigen Jahren nur noch auf seine eigene Pfeifenmacher-Karriere, die, wie man ja zu großer Freude, vor allem zu seiner Freude feststellen darf, steil durch die Decke geht. Holmer Knutzen Pfeifen habe ich mittlerweile hatte ich zwei, jetzt sind es drei. Wie gesagt, ich stelle euch jetzt die dritte jetzt von ihm vor. Und diese liebe ich ja abgöttisch. Die allererste Holmer Knutzen Pfeife, die ich hatte, da war ich total scharf drauf. Als ich Holmer Knutzen damals 2011 auf der Lohmacher Pfeifenmesse kennengelernt hatte, hatte ich ihn auch direkt darauf angesprochen. Er hatte ja Pfeifen verkauft, aber diese bekannte, namhafte Pfeife gab es nicht mehr. Ich hatte nämlich vor mir einen Knubbel zu kaufen. Hat er gemeint, wie gesagt, das war 2011 in Lohmar, Knubbel stellt er keine mehr her, der Markt sei gesättigt und er mache jetzt neue Pfeifen. So, die neuen waren schön, ja, zweifelsohne, aber ich hatte unbedingt einen Knubbel gewollt. Im Sommer des gleichen Jahres, im Sommer 2011, war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben bei Daan-Pipe in Lauenburg. Und beim Durchstöbern der Schubladen hatte ich halt das große Glück, eben als solch einen Knubbel zu entdecken, den letzten Knubbel überhaupt, eine wunderschöne rustizierte Pott. Link zur Vorstellung blende ich euch hier ein. Und damit hatte ich meine erste Holmer Knutzen Pfeife. Wunderbare Raucheigenschaften, wunderbar verarbeitet. Viele Jahre später, naja, viele Jahre, es war im Sommer 2015, da war ich dann wieder mal erst in Lauenburg, dann hatte ich nochmal einen Trip gemacht, einen separaten nach Hamburg, hatte mich in Hamburg mit ein paar Pfeifenfreunden getroffen und dort sind wir dann gemeinsam zu Gerd Janssens Pfeifendepot. Der gute Franz hat den Laden ja vor Jahren übernommen und da hatte ich mich dann auch ein bisschen umgeschaut und bin dort auf die Albion-Pfeifen aufmerksam gemacht worden oder aufmerksam geworden, besser gesagt. Zuvor bei Daan-Pipe hatte ich sie schon gesehen, hatte mir aber keine geholt, warum auch immer. Ich hatte in dem Jahr etliche Pfeifen gekauft, ich glaube, das hatte damals nur das Budget gesprengt. Und als ich dann später in Hamburg war und habe die Albion-Pfeifen gesehen, habe ich mir gedacht, nee, jetzt holst du dir eine. Da hatte ich also eine Holmer Knutzen Albion-Pfeife. Das ist eine von seinen, ich würde mal sagen, Budgetpfeifen, weil eine günstigere Holmer Knutzen als eine Albion gibt es meines Wissens nicht. Aber auch super verarbeitet, tolles Rauchgerät und ich werde sie auch bei Gelegenheit dann hier mal vorstellen. Jetzt aber Trommelwirbel. Jetzt geht es um die Pfeife, die ich mir neu geholt habe. Und zwar als Weihnachtsgeschenk 2023. Ich blende euch jetzt erstmal kurz die Detailaufnahmen ein und dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen und dann stelle ich es euch hier nochmal explizit vor. Es geht ganz konkret um dieses Schmuckstück hier.
Jawohl, hier ist die Pfeife. Es ist von Holmer Knudsen nichts anderes als ein Klassiker aus dem Darnpipe-Katalog 2016. Hier hatte es sich halt so ergeben, ich war 2015 bei Darnpipe, Michael Apitz hatte mir die Pfeife gezeigt, da war sie noch ein Prototyp. Er hat so gemeint, Lars, was hältst du von dieser Pfeife? Es gab diese und es gab noch eine zweite. Und ich fand die von Anfang an, auf gut Deutsch gesagt, einfach nur geil. Ich habe die Pfeife gesehen, so, Michael, verkaufst du sie mir? Also, Prototyp, wird noch nicht verkauft, im neuen Katalog ist sie drin. Jawohl, im Katalog 2016 von Darnpipe steht sie drin. Das ist die Michael Apitz Chubby Pot. Und ich hatte sie damals aber im Katalog nicht gesehen. Das war dann 2016 der Katalog. Da hatte ich dann nicht mehr drauf geachtet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Als ich sie mir hatte kaufen wollen, gab es sie nicht mehr im Katalog. Da war sie weg. Die gab es auch nicht bei Estate-Händlern, weil ich glaube, wer eine Michael Apitz Pfeife hat, gefertigt von Holmer Knudsen, der gibt sowas auch nicht mehr her. Ja, ich meine, ich kann es ja verstehen, ich gebe die ja auch nicht mehr her. Meine Pfeife. Aber, na gut. Jetzt hatte es sich aber zufällig ergeben, dass Ende 2023 auf Facebook, das müsste Oktober, November gewesen sein, hieß es auf einmal von Holmer Knudsen, hat einen Post gemacht, ja, hier, ich habe ein paar neue Pfeifen hergestellt, die werden demnächst dann bei Zigarre24 im Online-Shop erscheinen. Ich so, habe nur das Bild gesehen und bei dem Bild von den Pfeifen, die hatte, waren mehrere hiervon dabei. Ich habe nur gesagt, wie geil ist das denn? Mein Traum wird wahr. Also, jeden Tag die Seite von Zigarre24 gecheckt. Jeden Tag. Immer wieder geguckt. Auf einmal Zigarre24.de eingegeben, getippt und gleich auf der Startseite ein Konterfei von Holmer Knudsen mit dem Hinweis Holmer Knudsen Pfeifen. Ja, gesagt, getan. Da las man, ist auf den Link und da wurden die Pfeifen gezeigt. Mehrere in diesem Shape. Ich saß da, habe feuchte Augen gekriegt. Ich wollte hier unbedingt eine dunkel rustizierte haben. Es gibt auch helle, die kosten noch ein bisschen mehr, aber die wollte ich sowieso nie. Ich wollte immer rustiziert. Ich liebe rustizierte und sandgestrahlte Pfeifen. Und hier mit der abgesetzten Plattenfläche am Kopfrand, die sah einfach nur geil aus. Ich hätte sie auch noch günstiger haben können. Es gab auch noch welche mit bernsteinfarbenem Mundstück. Es gab auch noch welche, die meisten sind halt hier oben etwas dunkler gebeizt, da gehen wir aber gleich drauf ein. Ich hatte die gesehen, ich hatte mich verliebt, habe sie sofort gekauft. Damit war die erste Holmer Knudsen Pfeife bei Zigarre24 weg vom Fenster. Hatte dann auf Facebook und auch in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich drin bin, die Pfeife da mal kurz gezeigt. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also einige sind schon weg, einige sind noch da. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, holt sie euch. Verkauft wird sie inzwischen als Holmer Knudsen MA Selected Individuals. Meine hat dabei die Nummer 101. Da könnt ihr sie euch auch nochmal im Detail auf der Homepage angucken. Den Link findet ihr hier unten. Und bei mir trägt sie halt den kompletten Namen Holmer Knudsen, Michael Apitz, MA, Chubby Pot, Selected Individual Nummer 101. Weil ich einfach mal denke, die einen werden sie als Chubby Pot kennen, aus dem Darnpipe-Katalog, nichts anderes ist es ja letzten Endes. Selected Individual ist es sowieso, es ist ja eine Michael Apitz Pfeife. Und von daher ist dieses Schmuckstück hier endlich, endlich mein Holmer. Danke, danke, danke. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich mir jemals selbst gemacht habe. Ein absoluter Klopper. Thema Klopper. Schaut euch das Teil doch mal an. Ich habe große, kräftige Hände. Hier, Pfeife, Peng. Da braucht es eine Männerhand, um die Pfeife zu halten. Ich habe den kleinen Finger drunter, hier oben kommt kompletter Kopfrand raus. Kann diese wunderbar halten und rauchen. Die Verarbeitung ist, wie soll es bei Holmer Knudsen auch anders sein, 1A. Verschachtelung, absolut top. Hat auch den Vorteil, man merkt halt, es ist richtig Handarbeit. Das Mundstück, aus Acryl übrigens mit einem flachen Biss, schönes Sattelmundstück, passt auch nur so drauf.
Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich drehe es mal um 180 Grad rum. Funktioniert nicht, dann passt die Verschachtelung nicht. Deswegen, da hat es den Vorteil, ich weiß ganz genau, wie rum das Mundstück gehört, weil anders ist es hier nicht glatt. Schöne Silberverzierung, wunderschöne Pfeife und wie gesagt, halt hier Kopfrand ist bei mir hell gehalten. Und schaut euch halt mal diese Kontrastbeizung hier an. Ein Traum, ein echter Traum. Ein Kunststück, ein wirkliches Kunstwerk zum Rauchen. Und sie raucht sich sowas von klasse. Ich habe zugegebenermaßen erst eine einzige Füllung hier raus geraucht, weil für mich von vornherein klar war, es ist eine MA-Pfeife und diese MA-Pfeife stelle ich für MA-Tabake ab. Klarer Fall. Gesagt, getan. Ich rauche sie ein mit dem Michael Apitz MA SVH. Sweet Vanilla Honeydew. Es ist ja eine der bekanntesten Ready Rubbed Mixtures aus dem Hause DTM Dando Pago. Virginia-lastig, also Virginia-lastig ist gut, es ist ja ein reiner Virginia Flake, aufgerubbelt, aromatisiert mit Vanille und wie ich finde halt auch einem Hauch Honig, kann man sagen, was man will. Es soll ja nur Vanille sein, ich bin der Meinung, es schmeckt trotzdem ein bisschen Honig raus. Tut es ja auch letzten Endes nichts zur Sache. Die erste Rauchfüllung, die ich hier raus gemacht hatte, war natürlich, wie gesagt, ich bin bei meinen Rauchen, locker eingebracht. Grob geschätzt vielleicht die Hälfte des Tabaks, die hier reinpassen würde. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und ich habe 2 satte Stunden geraucht. Und zwar wirklich geraucht. Pfeife zum Glimmen gebracht, Oberfläche geglättet und dann langsam und genüsslich durchgeraucht. Locker gestopft. 2 Stunden. Ich bin auf die nächsten Füllungen gespannt. Nur jetzt, wie gesagt, wir haben Anfang Januar. Ich rauche nur draußen. Jetzt gestern durchgeregnet, heute Regen, Regen, Regen. Ich werde also nicht dazu kommen, mich mehrere Stunden rauszusetzen und diese Pfeife zu genießen. Nichtsdestotrotz aber locker gestopft 2 Stunden. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt die Füllung jedes Mal ein bisschen fester einbringen, wie lange ich die Pfeife rauchen werde, wenn ich den SVH richtig stopfe. Und dann natürlich, und da muss ich dann mal kurz aus der Reihe tanzen, ich möchte auch mal wissen, wie lange rauche ich an dieser Pfeife, wenn ich einen Flake einbringe. In einer Knick-, Falt- und Rollmethode, also knicken, falten, dann zu einer Kugelform und dann Stück für Stück die Kugeln hier, die Flakes einbringen. Weil bei dem Füllvolumen hier, Mittelfinger, er versinkt komplett bis zum zweiten Glied. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also wirklich ein größeres Füllvolumen bis hin zu einem großen Füllvolumen. Hier passt richtig was rein. Und ich mutmaße mal, dass ich den Ready Rubbed Sweet Vanilla Honeydew, wenn ich den rauche, hier mal mindestens 3 bis 4 Stunden rauchen werde, wenn er richtig gestopft wird. Einen richtigen Flake, Knick-, Falt- und Kugelmethode braucht man hieraus vermutlich doch noch einiges länger. Aber damit werde ich warten bis zum Sommer, wenn ich mir morgens nach dem Frühstück, wenn mal nichts zu tun ist, die Pfeife einfach stopfen werde und mal gucken, wie viele Stunden ich sie dann unter Feuer halten kann. Und ich meine damit nicht mit Pausen zwischendurch, sondern wirklich stopfen, durchrauchen, im Idealfall mit einem einzigen Streichholz, bis der drin enthaltene Tabak komplett aufgeraucht ist. Da bin ich mal neugierig. Und damit war es das auch schon soweit von meiner Vorstellung. Der Holmer Knuts Michael Apitz MA Selected Individuals Chubby Pot Nummer 101. Ein Traum von einer Pfeife und auch die teuerste Pfeife, die ich mir im Jahr 2023 selbst gegönnt habe. Ihr wisst ja, hier unten. Kommentare. Jetzt bin ich natürlich auf euer Feedback gespannt. Zum einen natürlich, wie hat euch das Video gefallen? Zum anderen, wie hat euch die Pfeife gefallen oder wie gefällt euch die Pfeife? Wie findet ihr die Chubby Pot MA Selected Individual 101? Habt ihr vielleicht auch mittlerweile eine geholt? Es sind ja noch ein paar da. Wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Das war es dann auch soweit von mir für heute zur Vorstellung. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Auf euer Feedback bin ich gespannt. Bleibt meinem Kanal treu. Bleibt bitte gesund.
Ich weiß ja, der eine oder andere liegt schon wieder mit Covid flach. Die einen etwas heftiger, die anderen haben einen etwas milderen Verlauf. Und es gibt auch einige, wo schon der Notarzt wieder antanzen musste, wo es eben richtig krass zugeschlagen hat. Von daher, gute Besserung, werdet gesund, damit ihr wieder genussvoll euren Tabak rauchen könnt. Happy Puffing, auf ein baldiges Wiedersehen auf meinem Kanal hier, zu einem oder anderen Review. Macht's gut, bis dann. Ciao.